Ciao a tutti, mein Name ist Silvia Vicinelli. Ich bin Sängerin, Songwriterin und Vocal Coach. Heute werde ich die Performance von Little Mix analysieren, als sie auf BBC vor ein paar Wochen ihren Song Secret Love Song Part 2 performt haben. Wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann macht das bitte jetzt und gebt mir ein Thumbs up, wenn euch gefällt, was ihr seht. Dann legen wir los. We keep behind closed doors. Every time I see you, I die a little more. Stolen moments that we steal as the curtain falls. It'll never be enough. As you drive me to my house, I can't stop these silent tears from rolling down. Okay, dieser Anfang ist wundervoll. Sie singt so emotional. Ich habe gerade ein Kloß im Hals. Das ist wunderschön, was sie da macht. Sie singt ganz soft, also leise, unten in ihrer Bruststimme. Sie switcht ein paar Mal in ihrer Kopfstimme. Aber sie hat da so grundsätzlich so einen breathy Sound auf ihrer Bruststimme. Das ist wunderschön. Und jetzt kommt der Refrain. Why can't you hold me in the street? Why can't I kiss you on the dance floor? I wish that it could be like that. Why can't it be like that? 'Cause I'm yours. Wow, Gänsehaut. Das ist wirklich wunderschön. Also sie singt den Refrain fast komplett in ihrer Kopfstimme. Sie hat diesen breathy Kopfsound, was das Schwierigste überhaupt ist zu kontrollieren. Vor allem auf dieser Höhe. Sie macht ja diese Sprünge da in diesem Intervall. Ich glaube, das ist eine Quinte. Why can't it be like that? Why can't it be like that? 'Cause I'm yours. Wow, das kostet so viel Kraft, dieser leise breathy Sound zu kontrollieren. Wenn ihr etwas mehr wissen möchtet, wie man diesen leisen breathy Head Sound kontrolliert, dann schaut in meine Vocal Coaching Episode hier. Dann erfahrt ihr mehr. So, also sie switcht ein paar Mal nur in ihrer Bruststimme. Ansonsten ist es hauptsächlich in diesem Kopfstimme und es klingt fantastisch. It's obvious you're meant for me. Every piece of you is yours, fits perfectly. Every second, every thought, I'm in so deep, but I'll never show it on our face. But we know this, we got a love that is homeless. Okay, das ist auch sehr schön gesungen. Hier, ich glaube, das ist Leanne, heißt sie. Sie hat eine etwas dunklere Stimme als Jade. Das ist die erste, die angefangen hat zu singen. Und man hört, wie sie zwischendurch immer etwas laut atmet. Und nicht nur das, ist auch der absolute Beweis, dass das hier 100%ig live ist. Das klingt hier komplett unbearbeitet und absolut live. Das ist für mich eine große Freude, denn in den letzten Monaten habe ich da hier und da immer wieder was wirklich live gesucht und es ist wirklich sehr schwer geworden, weil alles, was auch als live verkauft wird, wird am Ende doch bearbeitet und korrigiert. Da ist Autotune drauf und am Ende ist es halt nicht live. Das ist hier live. Sie singen in diesem Augenblick und es wird kein Autotune drauf gemacht, es ist nichts geändert worden. Das ist in dem Moment und es ist fantastisch. Sie atmet halt sehr laut, die Jade atmet nicht ganz so laut. Technisch gesehen ist das besser, wenn der Atmer nicht so laut ist, weil technisch gesehen heißt der laute Atmer, dass man ein bisschen hier oben atmet, also eher so Brustatmung als die Atmung, die man beim Singen braucht. Das ist halt die Zwerchfellatmung, also Bauchatmung auch genannt, hier unten. Aber trotzdem, das klingt hier wunderschön. Nur wie gesagt, dieses Laute kann manchmal ein bisschen Tension hier, also ein bisschen Verspannung hier verursachen. Das ist alles, aber es klingt wunderschön. Can you hold me in the street? Why
Okay, das ist hier gesangliche Perfektion. Sie singt hier in allen möglichen Registern und man hört die Übergänge überhaupt nicht. Die sind so smooth. Das ist unglaublich. Also sie singt am Anfang in ihrer Bruststimme, also hohe Bruststimme, was ja Belting ist, und dann switcht sie in ihre Kopfstimme für diesen hohen Ton und am Ende ist sie in ihrem Mix und niemand erfährt davon. Das ist die Kunst, diese Registerwechsel zu machen, ohne dass man es hört. Okay, sie fängt an mit ihrer hohen Bruststimme, also Belting. Why can't you hold me in the street? Why can't I kiss you on a dance floor? Ne? Da ist sie erstmal im Belting. Dann, why can't it be like that? How can it be like that? Dann geht sie in die Kopfstimme. And it be, ne? Total schwierig. Und dann geht sie am Ende in ihren Mix. 'Cause I'm yours. Das ist der Mix. Ne? Also Mix von Brust- und Kopfstimme. Perfekt. Okay, wir gucken weiter. I don't wanna live love this way. I don't wanna hide us away. I wonder if it ever won't change. I'm living for that day. Someday. Das ist jetzt die Bridge hier, das klingt auch sehr schön. Sie hat ein bisschen diesen Christina Aguilera-Touch in der Stimme, also diesen Growl. I don't wanna live not this way. I don't wanna. Und dann am Ende someday diese ganz saubere, wunderschöne, kristallklare Kopfstimme, ne, die dann plötzlich auch so rauskommt, nachdem sie ein paar Mal gebeltet hat und diesen Effekt ja auch noch gemacht hat auf der Stimme. You hold me in the street and you kiss me on the dance floor. I wish that it could be like that. Why can't it be like that? 'Cause I'm yours, I'm yours. Okay, wenn sie singt, kriege ich immer ein Kloß im Hals. Ne? Fragt mich nicht warum, das ist wieder mal wunderschön. So zart da unten und so leise und so perfekt kontrolliert. Und dann innerhalb von einer halben Sekunde schießt sie hoch in diesem belty Riff. Das ist unglaublich. Das ist auch so schwer. In diesem Song ist alles drin. Ne? Can you hold me in the street? Why can't I kiss you on the dance floor? I wish that it could be like that. Why can't it be like that? 'Cause I'm yours, I'm yours. Sehr schön, wunderschöne Riffs hier, ne? Schöne Variation. Und dann kommt der goldene Schnipselregen. Das ist so eine Sache bei diesem Schnipsel. Ich hatte ja vor circa einem Jahr einen Auftritt mit diesem Schnipselregen. Und die haben nicht wie hier, nicht daran gedacht, dass der Sänger vielleicht nicht die Schnipsel auf dem Kopf haben sollte. Wenn ihr guckt, die Schnipsel sind hinter ihnen und vor ihnen, dann sieht das so aus, als wären sie mitten im goldenen Regen. Sind sie natürlich nicht, weil sonst erstickt man an diese Dinger, wie ich halt vor einem Jahr bei diesem Auftritt, weil während ich den höchsten Ton singe, kommt mir so ein Ding im Mund rein und Gott sei Dank habe ich es noch rechtzeitig rausgefischt. Nicht lustig, das klingt jetzt lustig, ich muss ehrlich gesagt noch lachen, aber in dem Moment hatte ich Terror und Panik. Na gut, schauen wir weiter. Um Gottes Willen, also das ist einfach perfekt, es ist wunderschön, wie sie auch diesen Ton am Ende da jetzt da oben singt. Was ist das für ein Ton? Ja. E5. Ja! Ja! Das ist ja wirklich
Ganz wichtig, dass man den Ton nach vorne dreht, genauso wie sie das macht. Sie mixt das ein bisschen mit ihrer Kopfstimme. Nur so kann eine E5 da oben so gebeltet werden, ohne dass es dann irgendwie im Hals stecken bleibt oder flat wird oder einfach nicht schön klingt. Und wenn ich jetzt von unten packe, ja! Wenn ich das von unten so pushe, dann ist es nicht schön und es kann auch sehr schnell schief werden. Das ist Perfektion. Sie dreht das nach vorne, mixt es ein bisschen und dann ist ja da perfekt, sitzt das wieder, als würde sie wieder nichts tun. Wenn ihr hinguckt, dann macht sie auch so eine leichte kleine Bewegung vom Kinn fast nach unten. Also sie bewegt ihren Kopf fast nach unten. Ich mache das ab und zu auch, habe ich gesehen. Mir war das überhaupt nicht bewusst, weil das hilft, aligned zu bleiben, also in einer Linie mit deiner eigenen Stütze. Das heißt, hier ist die Stütze, hier unten Zwerchfellatmung, ne? Also nicht Brustatmung hier oben. Und wenn ich jetzt aber den jetzt mache, wie viele Sänger, ja, erstens bleibt mir wahrscheinlich der Ton stecken, so ein Ton wird gar nicht rauskommen. Und vielleicht kommt der auch raus, aber der wird auch nicht schön sein und sehr anstrengend, weil dann kann ich nicht mehr richtig verbinden und stützen, wenn ich diese Bewegung mache. Ne? Hört ihr euch das mal an. Ah! So, und da ist der Ton komplett nach hinten gelandet, ist nicht mehr so schön, hat nicht mehr diese Resonanz und klingt dann auch flat oder sogar schief, okay? Also, das ist wunderbar. Sie macht auch diese Quietscher da so rein. Genau, diese Sachen da, die sind auch total cool. Am Ende ist ja dieser gewollte so Quietscher auch im Break. Ja! Ha, ha, ne? Diese Effekte sind auch super cool natürlich. Ne? Da kommt das noch leidiger vor. Ne? Da würde man noch mehr leiden. Leidiger ist jetzt kein Deutsch, aber ihr habt verstanden, was ich meine. Ja, okay, Ende. Why can't it be like that? I wish we could be like that. Ja, wunderschön. Also nachdem sie da oben gebeltet hat, bis zum geht nicht mehr, singt sie dann plötzlich wieder ganz leise und diesen breathy Sound noch da oben hinzukommen, das zu kontrollieren. Hut ab, Mann. Also eine der schönsten Performances, die ich gesehen habe in den letzten Monaten und vielleicht auch überhaupt. Wunderschön. 100% live, Leute. Rare Ware mittlerweile geworden. Und das ist es. Nix, keine Tricks, kein Autotune, keine Korrektur. Das ist live. Und wenn man singen kann, braucht man das ganze Zeug ja gar nicht, ne? So ist das. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, gebt mir einen Thumbs up und vergisst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Schreibt mir gerne in die Kommentare und wenn ihr eine Performance gesehen habt, die ihr gerne von mir analysiert haben möchtet, dann schreibt es auch gerne rein. Ich versuche, in einer meiner weiteren Folgen drauf einzugehen. Dann vielen Dank fürs Gucken und bis bald. Ciao!